Ich heiße Katharina. Ich arbeite mit Paaren, die aus deutschsprachigen Ländern ausgekommen sind. Meistens sind das Deutschland und Österreich. Ich liebe meine Paare sehr, sehr, sehr. Und die Deutschen, sie sind sehr pünktlich, sie machen alles und bereiten alles im Voraus. Eine typische Situation, sie können in die Nacht eine Nachricht mir senden mit Frage, müssen wir Babyflaschen in die Geburtsklinik mitnehmen. Zurzeit ist die Leihmutter nur in der 12. Schwangerschaftswoche und die Eltern versorgen im Voraus Flaschen, Kinderkleidung. Die meisten, ich kann sagen, alle Paare bereiten im Voraus auch Kinderzimmer. Sie kaufen Kinderbette, Kinderwagen, Badewanne, alles. Die Deutschen machen alles im Voraus. Das freut mich sehr, da ich die verantwortungsvoll von meinen Paaren fühle und sie sind immer bereit und ich bin begeistert von meinen Paaren. Ich kann an mein erstes Paar erinnern, das war ein Paar aus Deutschland. Und als ich die kennengelernt habe, bekam ich ein bisschen Angst, da dieses Paar probiert schon ein Jahr Eltern zu werden, aber es klappt nicht. Und unsere Ärztinnen haben die Protokolle, alle Untersuchungen durchgeführt und ein passendes Protokoll der Stimulation für diese Frau ausgewählt. Und dieses Paar in einer anderen Agentur, in dieser Agentur haben die den Vertrag gekündigt und bei uns einen Versuch gemacht. Und es war ein Wunder, kann ich sagen, da es klappt beim ersten Versuch und die Kinder sind schon mit ihren Eltern, dieses Paar ist schon Eltern geworden, sie sind schon zu Hause und es war wirklich ein Wunder für mich. Bei meiner Arbeit weine ich immer. Ja, es kommt sehr oft vor. Die Eltern kommen zum Besuch zum Ultraschall. Es kommt immer in der 16. oder 20. Schwangerschaftswoche. Und wenn die Eltern ihr kleines Baby sehen, so weinen sie und ich auch mit. Während der Fahrt in die Geburtsklinik sind die Eltern sehr aufgeregt. Sie tragen ihre Taschen, Koffer. In den Wagen steht eine Stille und sie sind nervös. Und dann denke ich, nein, das geht nicht. Man muss etwas relaxieren. Und dann sage ich meinen Paaren, hey, guys, in ein paar Minuten werden sie Eltern. Und dann kommen die Lächeln auf Gesichter und dann sind die Eltern wieder in normaler Stand, ja, und sie lächeln und fahren zu ihrem Baby. In der Geburtsklinik ist der Regel, dass nach der Geburt während 2 Stunden muss das Kind auf der Brust der Eltern liegen. Aber es war eine Situation, einer von Vatern hat die ganze Nacht mit dem Kind auf der Brust gelegen und geschlafen. Ich bin der Meinung, dass diese Situation sehr deutlich ihren starken Kinderwunsch zeigt, wenn die Eltern mit ihren Kindern in der Geburtsklinik kuscheln und es ist sehr, sehr nett.
Die Eltern haben Angst nach der Geburt ihr eigenes Kind auf die Hände nehmen. Und ich kann ihn verstehen. Ich bin alleine Mutter. Für mich war das auch zum ersten Mal sehr ängstlich. Ich habe Angst, aber jetzt kann ich meinen Paaren helfen. Das erste Umkleiden machen wir zusammen und das freut mich sehr, da meine Kunden mir diese Chance geben und ich kann ihnen helfen dabei. Und zum Wort über die Neugeborenen. Ich kann sagen, dass die meisten Eltern wissen nicht, was mit dem Nabelschnur machen sollen. Sie nehmen Brillantumgrün und sagen, was ist das, was muss ich mit diesem Medikament machen. Und es ist eine große Angst bei Eltern, dass der Nabel kann abfallen und die verstehen gar nichts, was sie machen sollen. Aber ja, ich gebe Ratschläge und ich bin immer hilfsbereit. Ich betreue die und was kann ich Eltern empfehlen? Erstens, machen Sie sich keine Sorgen, wirklich. Die meisten Paare haben Angst, dass sie gleich im Flughafen ausgeraubt werden. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich kann Sie versichern, das geht nicht, das wird nicht passieren. Ich und mein Fahrerbetreuer, wir werden Sie abholen und Sie werden in einer Sicherheit sein. Und zweitens kann ich Ihnen empfehlen, nicht zu viel Sachen mitnehmen. Seien Sie beruhigt, da in der Geburtsklinik bekommen Sie eine große Box mit Kinderkleidung, Decke und Flaschen, auch Windeln, alles Nötiges bekommen Sie in der Geburtsklinik. Besonders wenn wir auf ein Mädchen warten, nehmen die Eltern Armbänder, Kopfbänder, Schmuck, Kleidung. Bitte bewahren Ihre Hände, damit Sie im Flughafen zusätzliche Bagage nicht bezahlen. Also nehmen Sie nur das Wichtigste und Nötige. Nehmen Sie bitte für Ihr neugeborenes Kind 2 Mütze, 2 Hose, Hemdchen und alle Eltern nehmen Schlafsack. Ja, Sie können das nehmen. Wir sind die letzte Chance für meisten Paare, die schon viel Schreckliches überleben haben, die mehrere Versuche haben, die Fehlgeburten auch überleben. Ich kann sagen, dass wir hilfsbereit sind und können jedem Mensch helfen. Wir wissen den Ablauf, wir wissen, wie Sie Eltern werden können. Ich habe eine Idee, einmal in meinem Leben eine Reise durch Österreich und Deutschland zu machen und alle meine Kinder zu besuchen. Das ist unglaublich, aber ich bin der Meinung, dass einmal in meinem Leben klappt es und ich kann zu meinen Paaren zu Besuch kommen und eine Tasse Kaffee oder Tee zu trinken. Alle sagen, ja, bitte komme zum Besuch. Na, sehen wir uns bald.